Aktuell überschlagen sich nicht nur die Gerüchte hinsichtlich eines neuen StarCraft-Spiels, ich habe berichtet, sondern deuten auch auf einen neuen Age of Empires Ableger hin, welcher im Gegensatz zu StarCraft sogar ein waschechtes RTS sein wird. Was wir wissen, wann und mit was ihr rechnen dürft und natürlich ob Hype angebracht ist, habe ich wie immer für euch kompakt in diesem Video zusammengefasst. Dieses Video wird euch von Xmod präsentiert. Mit Xmod könnt ihr im Grunde Spiele manipulieren und so, wenn ihr Bock drauf habt, auf eine Vielzahl von Cheats und Manipulationen zurückgreifen, um so eure Singleplayer-Erfahrung zu bereichern. Natürlich funktioniert Xmod auch mit allen Age of Empires Spielen. So könnt ihr zum Beispiel in Age of Empires 4 Ressourcen herzaubern, den God-Mode nutzen oder die KI-Gegner manipulieren. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Xmod Launcher, dessen Link ihr oben im i in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar findet. Mit meinem Code BK65 könnt ihr Xmod eine Woche kostenlos testen und erhaltet danach bei Gefallen 35% Rabatt auf eine längere laufende Lizenz, die ihr jederzeit wieder kündigen könnt. Einfach mal ausprobieren. The pages of history are filled with moments that determine an empire's fate. Every decision can be the difference between rising to power or being lost to history. Man kann von Microsoft halten, was man will, aber dass sie das eigentlich schon tote RTS-Franchise mit viel Investment im Grunde gerettet haben, kann man ihnen gar nicht hoch genug anrechnen. Denn mit den Definitive Editions der alten Age of Empires Spiele und dem darauffolgenden Age of Empires 4 haben sie nicht nur alten Veteranen einen Herzenswunsch erfüllt, sondern auch viele neue jüngere Spieler an die Materie herangeführt. Die erste Ankündigung hierzu stammt aus dem Jahr 2017, in welchem man zum Erstaunen vieler auf der E3 die erste Definitive Edition zum ersten Teil präsentierte und damit eine Lücke traf, die Gamer gerne annahmen. Warum sage ich das? Die Definitive Edition von Age of Empires 1 erschien dann fast pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum am 19. Februar 2018 und gibt somit einen sinnvollen Zeitkorridor für einen 5. Teil vor, welcher dann zum 30-jährigen Jubiläum, das wäre im Oktober 2027, wie die Faust aufs Auge passen würde. Gott, ich werde alt. Einen generellen Leak, ob man bei Microsoft, genauer gesagt bei World's Edge, an Age of Empires 5 arbeitet, gibt es nicht. Allerdings wissen wir gesichert, dass diese seit geraumer Zeit neues Personal einstellen und speziell nach RTS-Spezialisten und Unreal Engine-Entwicklern suchen. Und damit kommen wir zum Thema Engine bzw. zum Thema Engine-Wechsel. In einem recht aktuellen Podcast hat der stets gut informierte Microsoft-Insider Jez Gordon nämlich über genau dieses Thema gesprochen. So scheint man die AOE-Ur-Engine von Relic mittlerweile ans Limit getrieben zu haben und schon bei der Retold Edition von Age of Mythology an deren absolute Grenzen gestoßen zu sein. Daher wurde schon vor einiger Zeit auf Basis des Unreal Engine 5 Frameworks mit der Entwicklung eines neuen Grundgerüsts begonnen, welches speziell auf RTS-Spiele zugeschnitten sein soll. Man war oder ist also gezwungen gewesen, im Grunde von null neu zu beginnen, was einen nahen Release leider dementsprechend ausschließt. Age of Empires 5 erscheint also sicher nicht dieses Jahr und ist dementsprechend auch für das kommende Frühjahr unwahrscheinlich. Allerdings zum 30-jährigen Jubiläum nächstes Jahr im Oktober, ich wiederhole mich. Wenn man aber analog zur Veröffentlichungspolitik wie bei Age 2 bis 4 verfährt, ist immerhin eine erste Ankündigung auf der diesjährigen Gamescom sehr realistisch. Übrigens sammelt Microsoft erneut eifrig DXDiax, also eure Hardware-Daten,
via ageofempires.com ein. Das erwähne ich deshalb, dass sie das letzte Mal auf diese Art vor den ersten Playtests zu Age of Empires 4 gemacht haben und so die ersten Beta-Test-Teilnehmer bestimmten. Das muss jetzt nicht heißen, dass es hier sehr bald damit losgehen wird, aber wer generell Bock auf die Beta-Tests von Age of Empires 5 hat, sollte sich dort einen Account anlegen, wenn ihr das nicht eh schon lange getan habt. Bis es mit Teil 5 soweit ist man aber auch anderweitig bei weitem nicht untätig. So erhält Age of Empires 4 dieses Jahr noch 2 DLC, in welchem es im ersten um die chinesische Geschichte gehen soll, während sich der zweite dann auf Wikinger konzentriert. Noch davor erscheint am 17. Februar mit The Last Chief Trains ein weiterer DLC für Age of Empires 2. Hier sollt ihr dann 3 neue südamerikanische Zivilisationen ins Gefecht führen dürfen. Ehrlich gesagt habe ich bei Teil 2 längst den Überblick verloren, was man durchaus positiv verstehen kann. Sobald sich Microsoft rührt oder ein handfester Leak durchrutscht, ich meine, das können sie ja auch ganz besonders gut, werde ich euch sofort auf dem Laufenden halten. Also gerne ein Abo dalassen für mehr und bis zum nächsten Mal.